Vor ein paar Tagen habe ich diesen Stein geschliffen und heute zeige ich, was daraus geworden ist. Mein Name ist Bernd Alexander Manzold und ich wünsche viel Spaß bei dem Video. Vor einigen Jahren habe ich einen Freund in Tansania besucht und hatte dort auch die Gelegenheit, bei Arusha in die Tansanitminen zu kommen und ein paar Rohsteine mitzubringen. Die Rohsteine habe ich gebrannt und somit farbverbessert. Darüber habe ich auch ein Video gemacht. Und im vorletzten Video habe ich diesen Rohstein geschliffen zu einem quadratischen Stein mit Spiegelschliff. Die Frage war nun, was mache ich mit diesem Stein? Und ich hatte mich dann dazu entschieden, einen Ring daraus zu fertigen. Aber die rechte Idee für das komplette Teil, das kam mir erst recht später. Ich wusste, ich fange mit einer Fassung an, natürlich eine quadratische Fassung. Und die sollte auch dick werden, es sollte breit werden, es sollte ein Ring für einen Mann werden, ein Männerring. Also habe ich erstmal begonnen, die Fassung herzustellen. 925er Silber, eingeschmolzen, ausgegossen und gewalzt. Oha. Mann. 2 mm Stärke für eine Fassung ist schon recht viel, aber ich wollte diese Breite, damit ich ein angenehmes Tragegefühl später habe, wenn die Fassung auf dem Finger liegt. Ich löte gerne mit dem Lot unter meiner Lotfuge und ziehe das Lot dann durch Kapillarwirkung und ja, die Wärmeregulierung, das Lot nach oben. Erst wenn das Lot oben angekommen ist an der Lotfuge, dann weiß ich, dass es komplett durchgeflossen ist. Diese Winkel machen wir zweimal und bringen die exakt in den Winkel, das ist wichtig. Wenn ich in den Winkel nur den kleinsten Fehler habe, wird sich der Fehler kumulieren bis am Ende des fertigen Stückes. Die Herstellung der Fassung mit zwei L-förmigen Stücken funktioniert prima, wenn wir die Kanten scharfkantig lassen. Ja, so eine Fassung zu bauen, wenn man den Stein selber geschliffen hat, ist eine Freude. Ich weiß, ich habe 10 x 10 mm und nicht 10,3 x 8,9. Das ist also wirklich quadratisch und vor allen Dingen die Rondiste, die ist dann auch so wie gewollt. Wenn der Schleifer auch der Fasser ist, dann wird etwas sorgfältiger gearbeitet. Ich arbeite hier mit einem selbst hergestellten Wachsmodell. Da kann ich schon sehen, ob die Fassung passt. Und während ich das zusammen montiere, geht meine Idee praktisch immer weiter. Aber ich bin mir da auch nicht ganz sicher, man verfährt sich auch manchmal. Meine Frau hilft mir hier nochmal beim Design. Was hältst du davon? Wie siehst du das? Können wir vielleicht gemeinsam eine Idee entwickeln? Und ja, und so kommt man dann der Sache näher. Der Sandguss ist eine Herstellung von einer Ringschiene nach dem Prinzip Gießen der verlorenen Form. Das Modell behalten wir natürlich, das können wir wieder rausnehmen. Immer wieder sehe ich in Videos, wie kleine Luftkanäle in den Sand geritzt werden. Das ist nicht nötig. Also ich habe das noch nie gemacht und ich glaube, noch nie einen Fehlguss gehabt bei Sandguss. Vielleicht einmal, aber das lag dann sicherlich nicht an den fehlenden Lüftungskanälen. Den Sand vom Sandguss kann man immer wieder verwenden. Lediglich das, was hier schwarz verbrannt ist, das kratzt man ein bisschen ab und den Rest kann man verwenden. Ich habe, ich glaube, so ein 5-Kilo-Paket und benutze das seit gefühlt 10 Jahren. Wir hatten vorhin 28,2, jetzt haben wir 0,2 Gramm verloren. Das ist
bei Silber nicht weiter tragisch. Da macht es bei 0,2 Gramm vielleicht 19 Cent aus bei Silber. Bei Gold sieht das schon anders aus, da sind wir schon bei über 14 Euro. Außerdem, das Wiegen macht großen Sinn, wenn ich zum Beispiel Gold gieße und mir fehlt hinterher ein Gramm. Das muss ich also wissen. Ich muss vorher wiegen, wie viel Gold habe ich eingebracht, wie viel ist rausgekommen. Denn im Sand kann ja auch immer mal etwas verloren gegangen sein. Da muss ich den Sand halt nochmal durchsuchen. Wenn mir nachher ein Gramm Gold fehlt und ich habe Kundenmaterial, das soll nicht so sein. Silber in Kontrast mit Feingold ist ein faszinierender Kontrast. Der Ring wäre jetzt soweit für die Montage, aber bevor ich das mache, setze ich hier auf der Seite die Gravuren auf, weil ich später, wenn die Fassung drin ist, dort gar nicht mehr rankäme. Die Vorbereitung der Gravur. Hier wird Luminous Scrollwork aufgesetzt. Zuerst wird der Rahmen geschnitten mit einem 90° Stichel. Das Design wird aufgeteilt. Und schließlich mit einem 120er Stichel gestochen. Die Herstellungsweise ist sehr ungewöhnlich. Also normalerweise fertigt der Goldschmied ein fertiges Schmuckstück an und es wird anschließend graviert. Meistens noch bevor die Steine gefasst werden. Also üblicherweise Herstellung, dann Steine fassen, dann Gravur. Und hier in diesem Falle sind die Gravuren aber so in den Kanten gelegen, dass es hier sehr gut ist, dass alles in einer Werkstatt passiert. Nämlich zuerst die Gravur, dann kommt gleich noch das Steinefassen und erst dann die Montage und dann erst das Steinefassen. Also hier wird das Pferd praktisch von hinten aufgezäumt. Bei den Satellitensteinen, bei den Besatzsteinen hier an der Seite, die den großen Stein flankieren, habe ich mich sehr schwer getan. Ich habe experimentiert mit roten Steinen, mit blauen Steinen. Ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht, ob grün und blau gut passt, wenn ich mir längere Baguettesteine vielleicht selber schleife, um die dort einzusetzen. Dann war ich immer wieder bei weißen Steinen, bei Diamanten. Und wofür ich mich letztendlich entschieden habe, hat man ja schon bei dem Thumbnail gesehen. Ich habe mich für die Komplementärfarbe Orange entschieden. Nicht nur, weil ich da auf der sicheren Seite war, sondern weil es einfach hervorragend aussah. So, ich löte erstmal eine Seite. Ich verlöte zunächst nur die eine Seite, kontrolliere dann den sauberen, geraden, exakten Sitz der Fassung, richte dann gegebenenfalls nach, was hier nicht der Fall war. Ich hatte Glück oder es hat halt gleich gepasst. So, der Ring ist aus dem Feuer. Das Ausnehmen einer 2 mm Schiene war anstrengend und langwierig. Immer wieder mache ich mir ein Bild von dem Stand. Bin ich auf dem richtigen Weg? Ist das, was ich mir ausgedacht habe, ist das in Ordnung? Ja, soweit sind wir jetzt. Der Ring ist, die Fassung ist soweit ausgenommen. Und der Ring ist bereit, graviert zu werden und die Steine zu fassen. Und er passt. Es entspricht meinem Selbstverständnis als Meister, mein Wissen zu teilen und weiterzugeben, damit Techniken nicht vergessen werden und weiterentwickelt werden können. Das war übrigens auch einer der Hauptgründe für diese Videos hier auf YouTube überhaupt. Jetzt merke ich aber, dass ich dem gar nicht im vollen Umfang gerecht werden kann. Ich würde gerne viel mehr zeigen, viel mehr ins Detail gehen. Ich würde gerne Themen vertiefen, die hier in diesen kleinen, kurzen Videos aber nur angerissen werden können. Darum habe ich mir jetzt auch überlegt, einen Online-Kurs zu erstellen und anzubieten, der dann die verschiedenen Techniken im Detail beleuchtet. Ein Kurs, in dessen Rahmen die nachzuvollziehenden Techniken im Fokus stehen und nicht das eine fertige Stück. Das wäre dann wie meine 1:1 Präsenzkurse, verbunden aber mit dem Vorteil der Orts- und Zeitunabhängigkeit.
Also Themen, wo man sich austoben könnte, da gibt's jede Menge. Einzelne Themen könnten zum Beispiel sein, was weiß ich, Herstellen einer Fadenfassung oder Gravieren von Stahl oder Abformen und Gießen von natürlichen Materialien zum Beispiel. Oder das dann alles auch so detailliert und nachvollziehbar beschrieben, dass es für den Zuschauer möglich ist, diese Technik auch in der eigenen Werkstatt auf die entsprechenden Schmuckstücke anzuwenden. Ich denke hier an Kurse, die deutlich zeitintensiver sind als alle YouTube-Videos. Also wirklich also Kurse, die durchaus stundenlang gehen, aber das Thema so beleuchten, dass es wirklich von jedem verstanden werden kann, der sich dieses Video ansieht und die Wiederholgenauigkeit sehr hoch ist. Ja, so stelle ich mir das vor. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wir haben hier 2 mm runde Zitrine, die in einer verstochenen Fadenfassung, die bereits vorbereitet war, gefasst werden. Das ist eine tolle Arbeit, schönes weiches Material, schönes Material. Also im Feingold zu fassen ist ja ganz hervorragend, also wer es mag. Hier nochmal ein letztes Mal in Ultraschall. Denn wenn der große Stein gefasst ist, der Tansanit, dann möchte ich das nicht mehr. Also die Wachstumsstrukturen, da befürchte ich dann doch einen Bruch. Ultraschall ist schon, gerade dieses Ultraschall ist sehr aggressiv. Ja, der Ring ist soweit fertig. Hier experimentiere ich nochmal mit Black Ending. Das ist Dammervarnish und Ruß, Lampenruß. Was ich zuerst ganz toll fand, habe ich später wieder verworfen. Als der Stein drin war und der Ring gefinisht war, hat mir das nicht mehr gut gefallen. Das hat dann dem Ring so ein bisschen die Show gestohlen. Ich habe es dann wieder entfernt. Steine werden gefasst, indem der Metallrand über die Rondiste, also die breiteste Stelle des Steines, getrieben wird und nicht, wie oft vermutet wird, geklebt. Das wird also hier nicht getan. Aber manchmal hat man auch Glück. Also jetzt kann ich ruhig Metall auf Stein schlagen, das macht einen normalen Stein nicht kaputt. Und wenn es den schrottet, dann muss man auch vielleicht mal sagen, naja, dann ist er auch nicht geeignet für einen Ring, ne? Denn da haut man ja auch mal irgendwo gegen. Es muss ja möglich sein, dass man mal eben gegen eine Tischkante klopft, ne? Mhm. Ich hatte ja gesagt, dass ich zeigen wollte, was ich aus den Tansaniten machen werde, dass es nachher ein solch komplexes Teil wird. Damit habe ich am Anfang nicht gerechnet. Ich kann wohl eins sagen, es ist deutlich schwerer, also mit großem Abstand schwerer, jedenfalls für mich etwas selber zu bauen oder wenn ich völlig frei mir das aussuchen kann, was ich mache, als wenn ich einen komplexen Auftrag habe mit einem anspruchsvollen Kunden. Da ist nämlich irgendwann mal die Planungsphase abgeschlossen und man arbeitet den Stiefel ab. Bei dem hier, da kam eins zum anderen. Also dann könnte hier noch eine Gravur rauf und da noch was. Und ja, nachher ist es das geworden. Auf jeden Fall ein Herrenring. Ich sage dazu mal, Männer, traut euch. Da ist ein bisschen Farbe drin, aber das ist absolut okay und das ist auch nicht zu viel. Also das geht. Jede Menge Gravurtechniken. Zufälligerweise genau diese Gravurtechniken, die ich auch in meinen Gravurkursen vermittle. Das kann doch kein Zufall sein, oder? Tja, naja. Ich würde sagen, ich plane mal das nächste Video und wir sehen uns dann in ein paar Tagen wieder. Bis dahin, tschüss.